In diesem Video erkläre ich dir die wesentlichen Features und Funktionen des White Label CSS von CSS Partner. Schau es uns gemeinsam an und ich zeige dir, wie du das Ganze für dein Business nutzen kannst. Dies ist das grundlegende Layout unseres White Label CSS. Du hast hier oben eine anpassbare H1, die du nach deinen Vorstellungen gestalten kannst, so wie du insgesamt die Farben und das Branding der Seite so gestalten kannst, wie es zu deiner Marke passt. Hier unten haben wir dann Quick Links zu den Kategorien, die dir wichtig sind. Als nächstes haben wir hier oben das Mega-Menü und das Mega-Menü enthält die wichtigsten Unterkategorien und dann jeweils die Artikel mit den größten Preissenkungen in dieser Woche. Dadurch wird es sehr klickstark und viele Nutzer schauen sich auf jeden Fall diese stark rabattierten Produkte an. Hier unten haben wir dann den Preisalarm und das ist ein Feature, das ebenfalls sehr gut funktioniert. Hier können die Nutzer ihre E-Mail-Adresse eintragen und erhalten dann täglich oder wöchentlich eine E-Mail über die Produkte mit den größten Preissenkungen. Und das sorgt für relativ viel Traffic von Nutzern, die eben immer gerne besonders gute Angebote haben möchten. Als nächstes haben wir hier unten die beliebten Produkte. Dieser Block zeigt die am häufigsten angesehenen Produkte an. Darunter haben wir einen individuell gestaltbaren Block, in dem du die Produkte anzeigen kannst, die dir wichtig sind oder die du besonders hervorheben möchtest. Das ganze Design hier ist frei wählbar und frei anpassbar, ebenso wie natürlich die Kategorien. Das heißt, du kannst hier das bewerben, was du für richtig hältst. Als nächstes haben wir hier unten die beliebtesten Kategorien mit dem Link zu allen Kategorien. Das ist dann eine sehr ausführliche Übersicht mit allen Kategorien. Und wenn wir dann weitergehen, haben wir unten noch die Artikel, die jetzt aktuell neu im Preisvergleich sind. So, schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Produkte an und wie das gestaltet ist. So sehen die einzelnen Produktseiten aus. Wir haben das Bild, die Beschreibung und dann den Link zu den Angeboten und hier unten dann eben die einzelnen Shops. Das heißt, wenn der Nutzer hier draufklickt, dann gelangt er eben direkt zum Shop. Wir haben zusätzlich den Preisverlauf des Artikels und auch hier wieder einen Preisalarm, in dem sich jetzt der Nutzer über die Preisänderungen nur für diesen Artikel informieren lassen kann. Darunter haben wir dann noch die Preisdetails und ähnliche Produkte. So sieht die gesamte Produktseite aus. Die weiteren Features, alle Kategorien haben wir uns eben schon angeschaut. Dann haben wir noch alle Shops und dies ist eine Seite, in der all deine Kunden angezeigt werden, wenn du ein White Label CSS betreibst, jeweils mit Link zu den Shop-Seiten hier auf dem CSS. Es werden außerdem automatisch die Bewertungen aus Google My Business bzw. den Google Unternehmensprofilen hier übernommen. Das nächste Feature ist dann nochmal eine Seite mit den größten Preissenkungen in den letzten 7 Tagen. Auch die funktioniert wirklich gut, weil das eben einfach spannend ist für die Nutzer. Dann haben wir eine große Seite, auf der alle Marken gefeatured werden, die deine Merchants überhaupt anbieten. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große Übersicht und wenn man dann auf die jeweiligen Links klickt, dann landet man auf einer Markenseite, in der alle Marken angezeigt werden, die eben alle Händler in deinem White Label CSS anzeigen. Auch dies kannst du individuell konfigurieren. Das heißt, du kannst hier oben noch ein eigenes Branding oder eigene Widgets oder eine eigene Werbung einbauen. Das sind die Markenseiten. Wir haben dann auch eine Kaufberatung, die auch individuell konfigurierbar ist. Hier kannst du jetzt Kategorien, die dir besonders wichtig sind, nochmal mit einer Kaufberatung bewerben und dann gibt es immer den Link, der dann direkt in die Kategorie führt. Und damit sind wir auch schon bei den Kategorien. Die Kategorien enthalten standardmäßig die Filter nach Hersteller, dem Zustand und den Händlern und außerdem natürlich die Suche nach dem Preis. Und das Ganze lässt sich filtern nach Relevanz, Preis aufsteigend oder Preis absteigend. Also das sind die wesentlichen Funktionen im Frontend.
Und natürlich funktioniert das über alle Länder, in denen das Google CSS-Programm aktiv ist. Das heißt, du kannst also mit deinem White Label CSS wirklich in ganz Europa anbieten, in allen Sprachen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Das sind dann automatisch übersetzte Texte, egal ob du das Ganze auf Englisch oder auf Deutsch machen möchtest oder in welcher Sprache auch immer. Es wird dann automatisch in alle anderen Sprachen übersetzt. Also das ist das Frontend und jetzt schauen wir noch mal kurz das Backend an, weil wenn du das CSS betreibst, dann ist es natürlich ziemlich wichtig, dass technisch alles sauber läuft. Wenn du ein White Label CSS betreibst, dann ist es für dich natürlich besonders wichtig, dass du immer auf dem Laufenden darüber bleibst, ob alle Feeds gut funktionieren. Und genau das haben wir hier eingebaut. Hier erkennst du, ob alle Feeds korrekt gezogen wurden und ob es mit irgendwelchen Händlern Probleme gibt. Dann kannst du dich bei diesen Händlern direkt melden oder auch den Feed selbst korrigieren. Aber so passiert es dir eben nicht, dass ein Feed nicht funktioniert und du deswegen Probleme mit deinem CSS Center bzw. mit deinem Merchant Center bekommst. Und das ist das Allerwichtigste, um in Ruhe ein White Label CSS betreiben zu können.